Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute gibt es bei mir die leckerste und zauberhafteste Frucht der Welt, und zwar der Granatapfel. Der Granatapfel ist eine wahre Vitaminbombe und Jungbrunnen in einem und meine absolute Lieblingsfrucht im Winter. Und ich zeige euch heute mal, wie man einen Granatapfel öffnen und richtig entkernen kann, ohne dabei euch und eure Küche zu bekleckern, und das auch noch ganz, ganz schonend. Der Granatapfel stammt ja aus dem Orient, aus Iran, Indien, aber auch aus der Türkei und vielen, vielen anderen Anbaugebieten, hauptsächlich hier beim Süden. Übrigens, Granatapfelbäume und deren Blüten sind so schön und der Baum kann 500 Jahre alt werden. Ist das nicht unglaublich? Granatäpfel kann man ja fast in allen Supermärkten heutzutage kaufen und auch bei Obsthändlern, und zwar vom September bis Februar. Übrigens sind die Granatapfelkerne und der Saft daraus so gesund, liefern auch wichtige Vitamine und Mineralstoffe und enthalten sogenannte Flavonoide, die als Antioxidantien zellverjüngend wirken. Im Klartext, sie schützen unsere Körperzellen vor schädlichen Einflüssen, können den Alterungsprozess verlangsamen und das Immunsystem stärken. Also, wer etwas für seine Gesundheit und Schönheit tun möchte, der sollte öfter mal zu einem Granatapfel greifen. Und jetzt kommt auch schon der knifflige Teil. Wie bekommt man am besten die Kerne aus dem Granatapfel, ohne dabei eine Kleckserei zu veranstalten? Ich weiß, es gibt natürlich auch brutalere Versionen, und zwar diese Holzlöffelmethode. Da schneidet man den Granatapfel in der Mitte durch und klopft ihn dann so aus, dass die Kerne herauskommen. Der Nachteil ist aber eben, dass sehr viele Kerne dabei kaputt gehen können und sie sehr viel Saft verlieren. Dabei sollte man am besten auch eine dunkle Schürze tragen, da der Saft auch sehr stark abfärbt. Und da zeige ich euch gleich mal einen Trick, wie es ganz schnell und unkompliziert geht. Ihr seht hier die Wölbungen der Kernkammern, die wiederum durch Trennwände bzw. durch die weiße Membran geteilt sind. Also, als erstes einmal werden wir den oberen Teil des Granatapfels, und zwar hier oben um die Blüte herum, die aussieht wie eine kleine Krone, mit dem Messer außen sternförmig einschneiden. Nicht zu tief schneiden, nur so weit, bis die Schale sich löst. 5-mal. Wir werden jetzt die Schale des Granatapfels von oben nach unten entlang dieser Trennwände ebenfalls sternförmig anschneiden, und zwar 5 Einschnitte. Wie gesagt, nicht durchschneiden, wir möchten ja, dass die Granatapfelkerne intakt bleiben. So. Und wieder hier. Wie man sieht, habe ich 5-mal längs entlang der Wölbungen eingeschnitten und auch 5-mal oben um die Blüte herum. So, und nun den Deckel mit dem Blütenansatz vorsichtig lockern und herausziehen. Ein wunderschönes Pentagon und lässt sich auch ganz leicht lösen. So, um die Spalten leichter auseinanderzuziehen, mit der Messerspitze in der Mitte einstechen, eine kleine Drehung machen, sodass sich auch die Kerne von der Membran lösen können. Und jetzt die einzelnen Spalten der Kernkammern vorsichtig auseinanderziehen. Und wie man sieht, der Granatapfel öffnet sich wie eine Blume. Zuerst entfernen wir diese weiße Membrane und dann ganz einfach mit den Fingern nun die Granatapfelkerne vorsichtig von der Schale lösen. Am besten direkt über einer Schüssel. Man könnte die Kerne in einer Schüssel unter kaltem Wasser von der Schale trennen. Allerdings, der Nachteil ist, dass die Granatapfelkerne, nachdem sie mit Wasser in Berührung kommen, sofort verzehrt werden sollten, da sie ansonsten ganz schnell matschig werden. Die Methode ohne Wasser hat nämlich den großen Vorteil, dass die Kerne schön prall und saftig bleiben und so in einer geschlossenen Schale mehrere Tage im Kühlschrank haltbar sind. Ein Tipp von mir auch:
Ein paar von diesen hübschen rubinfarbenen Kernen könnt ihr auch in ein Prosecco hineingeben. Sieht richtig schön und appetitlich aus. Ich liebe diese Granatapfelkerne auch in einem Wintersalat, zum Beispiel mit Radicchio oder Walnüssen. Reif geerntete Granatäpfel können mehrere Wochen bei Zimmertemperatur und auch mehrere Monate im Kühlschrank aufbewahrt werden. Da trocknet zwar ein bisschen die Schale ein, aber die Kerne bleiben nach wie vor schön saftig und frisch. Woran erkennt man eigentlich, ob ein Granatapfel reif ist? Also, man merkt es erstmal an seinem Gewicht. So eine reife Frucht fühlt sich ein bisschen schwerer in der Hand an und ein Zeichen für Frische ist es eben auch, wenn die Schale so leicht glänzt und die Haut innen drin komplett weiß ist und die Kerne schön rot leuchten. Hat er allerdings weiche Stellen, dann lässt man ihn lieber liegen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, Daumen hoch und abonniert meinen Channel. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.